anschauen. Das geht nicht, es ist vorbei. Warum? Die Zeit ist rum, wir schaffen es nicht mehr. Warum? Weil die Zeit abgelaufen ist. Willkommen zurück bei Time Out Racing. Und wenn du neu bei uns bist, ich bin der Sven und wir zeigen dir die Dakar, wie du sie im Fernsehen nicht zu sehen bekommst. Wir sind hier an der Strecke. Per Zufall die Straße, unsere Assistant-Route führt gleich neben der Strecke vorbei. Haben wir gedacht, halten wir schnell an. Die schnellen Autos sind schon durch, die Bikes sind schon durch, aber die Renn-LKWs, die sind jetzt dran und es ist eine unglaubliche Soundkulisse und Staubkulisse. Also die kommen hier mit weit über 100 km/h an, bremsen da ein bisschen ab, weil es eine kleine Bodenwelle hat. Und dann geht es wieder weiter. Das sind jetzt auch die Fast Assistant Truck, habe ich jetzt gesehen, von South Racing. Also das sind die LKWs, die Ersatzteile und Mechaniker für die Top-Teams hinterherfahren. Alle 30 Sekunden kommt einer. Also die fahren da dicht gefolgt hintereinander her. Sind aber auch vermutlich schon die letzten Renn-LKWs, sind nicht die ersten. Wir fahren jetzt nach Bichat, sind noch rund 300 Kilometer, die wir zu fahren haben. Es teilt sich jetzt auch hier unser Roadbook, gab ein bisschen Verwirrung, weil es gibt einen Pitstop. Das heißt, wir könnten da hinfahren, um Service zu bieten unseren Kunden. Machen wir aber nicht, brauchen sie nicht, daher wir fahren jetzt dann Richtung das nächste Camp. Das ist noch ein ungemütliches Gefühl, mit dem Rücken zu einem Renn-LKW zu stehen, merke ich da gerade. Und weil wir es jetzt mehrfach vergessen haben, sage ich die Nummer von heute jetzt schon. Die Nummer für die Verlosung ist die 171. Warum? Weil das Kontrollschild von Julia 171 hat. Was könnt ihr gewinnen? Wir verlosen 3 signierte Holy Shaker. Wir haben 2 signierte Caps von uns. Also nicht von uns signiert, aber die Caps sind von uns. Our Price hat die signiert. Und wir bekommen von KTM Teamkleider oder irgendetwas vom Team, das wir auch verlosen können. Und auch Caps von uns und Team-Hoodies von uns. Also eine richtige Menge, was wir da weitergeben. ist nicht, dass er dann voll einschlägt.
Also wir sind gerade angekommen im neuen Camp in Bischa. Das Camp hier ist extrem sandig und die LKWs versinken. Das ist auch der Grund, dass jedes Team mindestens ein Fahrzeug dabei haben muss, das die anderen Fahrzeuge bergen kann. Vielleicht hier nicht der Fall. Er kam zu uns, ob wir helfen können. Natürlich helfen wir. Wir hatten zwar Hunger und alles, aber das geht vor. Und jetzt versuchen wir den da an den richtigen Platz zu bringen. Was komisch ist, es werden nur 2 Achsen angetrieben, also die vordere und ich glaube die zweite und die hinteren, so wie es aussieht, nicht. Und vorher die Lenkung war nicht so, wie sie sein sollte, in die richtige Richtung, sondern in die falsche Richtung. Und er hat gesagt, die Lenkung ging nicht. Und es braucht natürlich extrem viel Kraft, wo wir beim Chinaf ziehen mussten. Fahr mal, dass du ihn gerade ziehen kannst, weil so kommt er nicht weg. Chinaf. Oh. Jetzt Da gerade, oder? In die Fläche rein. kann ich weg und dann komme ich nachher. Ja. Can you turn the wheels in this direction already? Yes. Okay? Vielen Dank. Bitte, bitte. Was ist denn du schon wieder? Wie geht's? Ja, es geht, doch. Es geht. Ja, ein bisschen müde natürlich heute. Wir haben nicht noch eine lange Liaison gehabt bis ins Camp. Wir sind direkt im Camp angekommen und jetzt brauchen wir wahrscheinlich 2, 3, 4, 5 Minuten, bis wir überhaupt mal runterkommen von dem Ganzen. Aber es ist gut gelaufen eigentlich, waren sehr schöne Strecken und es hat auch wunderbare Bilder gehabt. Leider konnten wir nicht fotografieren, aber es ist halt so, das ist Rallye. Hinten rechts hatten wir noch einen Plattfuß. Ich bin eigentlich an einem Felsen angekommen, da mussten wir noch das Rad wechseln. Aber es war nicht in einer Zirkulationsphase, sondern in einem Navigationstest und da hat es keine Rolle gespielt. Hatten wir natürlich mehr Glück als Verstand wieder einmal und das kann ja gar nicht schaden. Dann kommt man noch gut an und entspannt ein wenig. Danke, Julia. I had to, I'm so sorry. What again? This is the new way to eat this. The Leo food. Yes. You need a sock and hot water and then you can go for it. And half spoon, half. Nice one. I like. Yeah, me too. It's a very good. Don't be a spy. Oh, Scheiße. So sind wir noch nicht gefahren damit. Also im schlimmsten Fall bleiben wir stecken. Einfach leichte Lenkbewegungen oder schon ganz klar. Geht das schon. Fachmännisch mit Schweizer Taschenmesser. Ablass. Cool.
Da hat jemand ein neues Spielzeug. Was macht der Puls? Alles gut, mittlerweile gewöhnt man sich dran. Jalla, jalla. Yalla yalla Dakar. Dakar, endlich normale Leute. Jetzt haben wir 70, ist viel ruhiger. 82. Das war die Stelle. Ja, da wären wir mal schön geflogen jetzt. Ah, richtig schön mal. Hey, da Abfall, die Achse dann wieder schieben. 3, 2, 1. Und was sagst du, Sven? Hey, absolut coole Maschine. Ich gehe zu meinem LKW und dann mache ich Mashallah, schauen. Das geht nicht, es ist vorbei. Warum? Die Zeit ist rum, wir schaffen es nicht mehr. Warum? Weil die Zeit abgelaufen ist. Gut, Nein, sagst du? das sein. Die machen Ja, zu. aber die machen da, die hätten ja heute sowieso nicht dran gearbeitet. Doch. Rudi, haben wir keine. Wenn wir nach vorne wegfahren, was fehlt uns dann? Wir haben Strom, wir haben einfach keine Luft, weil die haben keine Lösung sonst. Ich würde Ihnen eigentlich gerne helfen. Der war ja so. Ja, aber der will nicht, oder? Also wir brauchen 15 Minuten. Hast du vergessen, die machen 18:30 zu. Danke, Sven. Die machen 18:30 zu. Okay, gut, dann. Ja, aber wenn, ihr habt doch gesagt, die kommen oder nicht? Vielleicht warten die. Vielleicht kann man da anrufen. Das Problem ist, wir müssen ja das Ding da hinkriegen. Ob wir den jetzt ziehen oder morgen früh. Ja, oder warte, ist der- ich geh mal schnell zu meinem Handy. Warte. Ich habe schon mitbekommen, dass das eilig ist. Wir ziehen euch eben. Oh, das wäre super. Matze, hast du irgendwas noch aufgerissen? Herr Pferd. Also das Problem ist, dass ein LKW von Völkel einen Motorschaden hat, glaube ich, oder so irgendetwas. Also er muss in eine Mercedes-LKW-Werkstatt. Und einen LKW schleppt man halt nicht mit einem PKW. Und jetzt haben wir überlegt, dass wir hier alles abbauen bei uns, dass wir die einfach Strom und alles hier stehen lassen und dann versuchen, wieder rauszufahren. Jetzt hat aber Stefan und Basti angeboten, dass sie ihn schleppen mit dem SK. Ist natürlich viel einfacher, das heißt, wir haben das Setup für die anderen Kunden weiterhin hier. Es ist etwa 20 Kilometer von hier, aber sicher 1-2 Stunden Aufwand jetzt da den LKW. Die sind auch ziemlich fertig, die Jungs. Die Yalla Yalla Dakar. Wow, danke, ciao. Braucht der Stoßdämpfer Holy Energy? Bestimmt. Geht's ihm bestimmt besser nach der Tortur. Zweifach gebrochene Feder. Zweifach? Ja, der kriegt jetzt neue. Oder andere, sagen wir so. Neue will ich jetzt nicht nennen. Gut. Ah, leck mich, ey. Arbeit, hä? Das geht. Wenn du weißt, was du machen musst bei den Dingern, geht es eigentlich schnell. Das ist das Schöne. Wer hat euch hierher gezogen? X-Rate. Weil das Problem ist, wir haben da nur eine NATO-Kupplung und Ja. dann kriegst du keine Abschleppstange eingegangen. Die haben wir damit gehimmelt. Aha. Und dann kam zum Glück X-Ray, da haben wir schön gewunken. Und dann Und was ist kaputt? Kolben, Buchse. Okay. Also klassisch Kolbenfresser. Und was macht man jetzt? Du kannst die Buchse einzeln tauschen. Nimmst Aha. der hat ja einzelne Zylinderköpfe. Okay. Du musst halt jetzt leider alle runternehmen oder machst die Ölwanne ab, damit du siehst, welcher gefressen hat quasi. Und dann kannst du den einzelnen tauschen. Das war Daniel, dank eurer Hilfe mit dem Uwe war er, glaube ich, mit Matze. Ich weiß jetzt gar nicht mit wem, mit einem von beiden von euch, war er ja in der Stadt und hat schon eine Werkstatt gefunden. Die reparieren ist die bis morgen Abend. Ja, das ist cool. Das ist richtig cool, ey. Und wieder einmal rückt der Robert für Assistance aus. Dieses Mal aber nur als Begleitfahrzeug. Ich fahre eigentlich einfach nur mit als Schatten, um noch ein paar Leute wieder zurück mit ins Camp zu holen. Man hilft, wo man kann. Weil unsere lieben Freunde waren sehr traurig, dass man sonst niemanden finden konnte, der Hilfe anbietet. Und unsere beiden Competitors mit LKW, der Basti und der Stefan, machen das trotz ihrer Rallye-Teilnahme und trotz der Bedingungen, dass sie morgen früh wieder ja aus dem Bett müssen, um die Rallye zu fahren, opfern sie sich trotz dessen. Weiß Bescheid.
wurde vorhin noch gefragt, ob ich mir meine erste Dakar so vorgestellt habe, wie es jetzt gerade aktuell ist. Eigentlich wollte ich ja antworten, eigentlich müsste ich nein antworten, aber ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus beidem, weil ja, ich habe mit wenig Schlaf gerechnet, ja, ich habe mit viel Stress gerechnet, ja, ich habe mit wahnsinnig viel coolen Stories gerechnet, dass die so dermaßen über meinen Erwartungen liegen. Damit habe ich nicht gerechnet. Also von diesen ganzen Private Tours, die wir jetzt bekommen haben mit Time at Racing, über die ganzen Aktionen, die wir durchführen, alle sind darauf gepolt, dass es ja, jedem einfach gut geht. Ich würde sagen, Time at Racing ist gleich Feel Good Camp. Also wenn ihr gute Stimmung braucht oder wenn es euch schlecht geht, kommt zu uns. Wir versuchen euch wieder aufzubauen. Mir macht es so viel Spaß. Also ich bin mega, mega glücklich, dass ich da das miterleben darf. In voller Länge, in vollen Zügen. Alle Facetten, auch wenn es wenig Schlaf bedeutet, auch wenn es viel Stress bedeutet, auch wenn es hart ist, aber es ist unglaublich echt und einfach nur quere geil. Danke, ciao. Eine LKW-Werkstatt für Mercedes. Müssen wir auch erstmal finden, direkt in der Nähe. Und was sagt er? Ja, müssen wir uns irgendwie hier reinkriegen, ne? Ziehen, stoßen. Schieben. Auf dem Dach 8 Mann liegend. auf dem Dach, auf die Seite liegend mit dem Gabelstapler. Was ein Tag, ja. Und einfach auf der Autobahn. Klack. Stage, ja. Crazy. Was würden wir nur ohne dich machen? Ohne mich? Ja, Stefan. Na, ich ziehe ja nur. Schieben! Schon auch crazy, oder? Die Werkstatt. Ja. Mal ruhig eine Runde rum, das glaubt uns keiner. Hier rein. Ja. Also grob geschätzt kostet die Reparatur des Schadens 1/10 von dem, was es in Deutschland kosten würde. Und was ist da so angesetzt? Ich habe überhaupt keinen Also hier wurden Blick drauf. jetzt 500 € genannt. 500 €. Ja, und das wäre in der deutschen Werkstatt. Nur guten Tag sagen. Ja. Okay, müssen wir schon umhängen. Ja. DJI. Nur kurz abschleppen. Was braucht ihr jetzt genau? Robert, Daniel, was braucht ihr jetzt genau? 19er Ratsche Ja? und der 19er Maul. 19er Ratsche und 19er Maul. Magst du das einmal umnehmen? Meine auch schon verloren, beziehungsweise Sven hat meine verloren. Echt? Ich dusche die ganze Zeit schon barfuß. Ja, super. Wollen wir denn los? Schieben wir. Kawasaki. Tomorrow evening I give. Ja. Ja, perfekt. Was macht ihr da jetzt noch? Führer auskippen. Ah, okay. Und dann fährst du uns hoffentlich ins Lager. Dann kann ich was essen. Einer, ihr müsst Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer vorne sitzen Ist darf. mir Ist egal. bequemer. Ist mir egal. Noch ein bisschen Krafttraining für den Abend, oder? Passt doch. Das ist auch noch hinter dir. Der in der Mitte ist es, der so unglücklich guckt. Echt? This one? Yes, but he's not glücklich. This one? Yeah. It's unlucky. Please help me. I need water. Okay, yalla. Hala. Ja, halas. Kann ich da meine Hälfte wieder haben? Oder? Hast du Handy dabei? Weil ich habe jetzt im Camp vergessen. Und ich wüsste jetzt gerade auf die Schnelle nicht, wohin. Lotst dich. Danke.
Oh Junge. Was ein Tag. Zurück im Camp. Bist du happy, wie es jetzt gerade gelaufen ist? Ja, außer dass uns irgendwie komischerweise keiner geholfen hat, außer ihr, lief's eigentlich nicht schlecht, tatsächlich. Ich finde es so ein bisschen traurig, dass du einfach so von Camp zu Camp gehst oder beziehungsweise von Platz zu Platz und die sagen dann so, ja, mal gucken, vielleicht morgen oder sowas. Wir haben ja gesehen, dass ich so ein bisschen in Eile bin, weil die halt um 18:30 Uhr zumachen wollten. Ne? Ja. Ja, ein bisschen enttäuscht, aber egal. Ich glaube, das legt sich einfach morgen wieder. Ich bin heute so ein bisschen emotional im Moment. Ja. Kann dir aber jeder nachempfinden. Ja, wirklich. Also mach dir da keinen Kopf. Ich wäre wahrscheinlich genauso geladen gewesen an deiner Stelle. Voll. Und jeder will was von dir und hier und da und niemand hilft. Dann wirst du auch noch blöd angeschwätzt von der Seite. Die blöden Sprüche von der Seite. Ich war mal kurz aufgeregt, aber Ja. ach ja. Emotion halt, ne? Dakar, endlich normale Leute. Ja, super. Es wird alles wieder gut. Danke, es wird wieder gut. Hilfe. Wir werden morgen sehen und ihr werdet berichten, wie es gelaufen ist. Ich hoffe doch. In dem Sinne, danke, ciao. Ein weiterer Dakar-Tag geht zu Ende. Wir wissen am Morgen jeweils gar nicht, was uns erwartet. Wir sprechen oft im Team darüber, was filmen wir heute, was bringen wir. Und ich sage immer, ich weiß es nicht. Und auch so heute. Ihr habt gesehen, wir haben bei Völkel geholfen, den LKW abzuschleppen in die Stadt. Der wird da repariert, Motorschaden. Und als wir zurückkamen, haben wir gesehen, dass beim SK die Blattfedern gebrochen sind. Nicht eine, nicht zwei, sondern 4 Stück. Und wir haben 2 Stück dabei, die, wo man kennt, die kaputt gehen, die obersten. Aber es sind 4 Stück gebrochen. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wie reparieren wir das? Andere Teams sind gekommen und zum Helfen neue Ideen suchen. Und das Problem ist, sie sind auf Platz 2 in ihrer Kategorie. Wenn wir morgen mit dem LKW in die Werkstatt fahren, dann sind sie raus. Und die Spanier haben gesagt, kein Problem, das kann man reparieren hier vor Ort. Easy. Wir sind aber schon mehrere Stunden dran. Diesen Content können wir uns euch in diesem Video leider nicht zeigen, weil irgendwann müssen wir das Video beenden. Daher alles, was jetzt geschieht, das kommt morgen im Video. Es wird eine harte, lange Nacht, aber wir sind guten Mutes, dass Sie morgen wieder starten können. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es bitte, Fragen gerne in die Kommentare. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Abonniere uns bitte. Wir sehen uns wieder morgen bei Time Out Racing. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, ciao.